Wir leben in einer Welt der Illusionen. Wir glauben, die digitale Revolution sei dazu da, uns das Leben leichter zu machen. Bessere Medizin, effizientere Energie, schnellere Forschung. Das ist das Versprechen. Das ist der Köder. Die PR-Mär, die man uns seit Jahren verkauft. Aber was, wenn ich dir sage, dass hinter diesem glänzenden Vorhang gerade die Architektur für die totale Kontrolle gebaut wird? Doch bevor wir tiefer in diese beunruhigenden Entwicklungen eintauchen, bevor wir darüber sprechen, wie die Genesis Mission der USA, Larry Ellisons Datenphilosophie oder Tony Blairs digitale Identitätsagenda die Welt auf eine neue Stufe der Überwachung heben, musst du etwas verstehen, das paradox klingt, aber entscheidend ist: Genau diese Entwicklungen machen die Vereinigten Staaten plötzlich wieder hochinteressant. Nicht für jene, die dort leben oder steuerpflichtig sind, sondern für alle, die nicht amerikanisch sind. Für Unternehmer, Investoren und vermögende Privatpersonen, die außerhalb des US-Steuersystems stehen. Denn je mehr digitale Kontrolle weltweit aufgebaut wird, je enger Europa seine Überwachungsnetze zieht, je stärker die UN, die EU und nationale Regierungen nach Zentralisierung streben, desto mächtiger wird ein geopolitischer Zufall, den fast niemand auf dem Radar hat. Die USA kontrollieren die Daten ihrer eigenen Bürger. Aber sie teilen keine Daten über Ausländer. Sie bauen einen übermächtigen inneren Kontrollapparat auf, aber gleichzeitig schaffen sie unbeabsichtigt den letzten großen Finanzplatz, der deine Privatsphäre schützt. Warum das so ist, warum diese paradoxe Entwicklung gerade jetzt stattfindet und warum sie eine historische Chance darstellt, das erkläre ich dir am Ende dieses Videos. Aber zuerst musst du verstehen, was die Genesis Mission wirklich bedeutet. Was, wenn ich dir sage, dass die mächtigsten Regierungen und Konzerne der Welt daran arbeiten, jeden Datenschnipsel über unsere Welt und über uns in einer einzigen, gigantischen Datenbank zu vereinen, um sie einer allmächtigen künstlichen Intelligenz zum Fraß vorzuwerfen? Was, wenn ich dir sage, dass der wahre Rohstoff der Zukunft nicht Energie ist, nicht Lithium, nicht Öl, sondern der unbescholtene Bürger? Dein Verhalten, deine Klicks, deine Gesundheit, deine Stimme, deine DNA. Du denkst, das ist Science Fiction? Panikmache? Dann wach auf. Es passiert bereits. In den USA hat Präsident Trump gerade die Genesis Mission gestartet. Ein Projekt, das in seiner Dringlichkeit und seinem Umfang mit dem Manhattan-Projekt verglichen wird. Das Ziel: alle wissenschaftlichen Datensätze der Regierung auf einer einzigen Plattform zu vereinen, um KI zu trainieren. Offiziell geht es um Energie, Medizin und nationale Sicherheit. Aber jeder Historiker weiß, offizielle Gründe sind immer die freundlichen Gründe. Die wahren Gründe sind in den Fußnoten. Auf X schrieb ein Tech-Analyst: Es gibt keine zentralisierte Datenbank, die nicht irgendwann zweckentfremdet wurde. Keine Ausnahme, nie. In dieser neuen, gefährlichen Welt, in der Daten das neue Öl und KI der neue Gott ist, reicht es nicht mehr, nur den Kopf einzuziehen. Wenn der Staat alles weiß, alles verknüpft und alles vorhersagen kann, wo bleibt dann deine Freiheit? Du musst die Mechanismen verstehen, die hinter den Kulissen wirken. Du musst lernen, wie du dich und dein Vermögen vor dem schützen kannst, was kommt. Du brauchst eine Festung. Du brauchst einen Plan B. Und es gibt eine Festung, eine Insel der Stabilität und Freiheit, mitten im Herzen Europas, aber souverän außerhalb der EU und immun gegen diesen zentralistischen Datenwahnsinn. Die Schweiz. Ein Land mit einer Tradition des Datenschutzes, der Dezentralisierung und des Respekts vor der Privatsphäre. Auf Reddit schreibt ein Datenschutzexperte aus Zürich: In der Schweiz gibt es keine zentralisierte Bürgerdatenbank wie in Deutschland. Und das ist Absicht. Misstrauen gegenüber Macht ist ein Feature, kein Bug. Genau diesen Weg, diesen strategischen Sprung in die Freiheit, lehren wir in unserem Intensivseminar Erfolgreich auswandern in die Schweiz. Dieses Seminar findet regelmäßig in Zürich statt. Wir geben dir den kompletten Fahrplan an die Hand. Das ist kein theoretisches Gerede, sondern pures Insiderwissen für Unternehmer, Freiberufler und Privatiers. Wir behandeln alles. Die besten Kantone, die steuerlichen Fallstricke wie die Exit-Tax, die Gründung einer AG oder GmbH, die Pauschalbesteuerung, das unschlagbare Banking und den ultimativen Plan B, den Weg zum Schweizer Pass. Wir zeigen dir, wie du mittelfristig die Schweizer Staatsbürgerschaft erwirbst und dir damit einen der stärksten Pässe der Welt sicherst, den ultimativen Schutzschild. Alle Informationen zum Seminar, bei dem dein Partner übrigens kostenlos mitkommen kann, findest du unter dem Link in der Beschreibung.
Und jetzt, wo du weißt, dass es einen Ausweg gibt, lass uns in die Abgründe der Genesis Mission blicken. Die Idee ist einfach und erschreckend zugleich. Larry Ellison, der Gründer von Oracle, hat es auf dem World Government Summit offen ausgesprochen. Wir müssen alle von den diversen Behörden und Regierungsstellen erfassten und gepflegten Daten vereinheitlichen, sie in eine einzige Datenbank packen, wo sie leicht von einem KI-Modell konsumiert werden können. Lies das nochmal. Alle von Behörden und Regierungsstellen erfassten Daten. Gesundheitsdaten, Finanzdaten, Bildungsdaten. Alles in einem Topf. Ellison träumt davon, dass der Staat jede Frage beantworten kann, indem er einfach die künstliche Intelligenz fragt. Und wer saß neben ihm und nickte eifrig? Tony Blair, der ehemalige britische Premierminister, der Architekt des modernen Überwachungsstaates. Ein User auf X schrieb darüber: Ellison und Blair sind wie Oppenheimer und Groves, nur dass die Bombe diesmal digital ist. Und Blair setzt diese Vision bereits um. Sein Institut hat einen Plan für eine nationale Datenbibliothek in Großbritannien veröffentlicht. Eine zentrale Datenbank für Gesundheit, Energie, Renten, Steuern, Justiz, alles verknüpft durch eine digitale Identität. Genau das, was Larry Ellison in seiner Ansprache gefordert hat. Und was passierte nur 7 Monate später? Die britische Regierung kündigte an, die digitale ID zur Pflicht für Arbeitnehmer zu machen. Zufall? Wohl kaum. Auf Reddit kommentierte ein britischer Sicherheitsforscher: Die Datenbibliothek ist nur der Anfang. Der wahre Zweck ist die totale Verknüpfung. Medizindaten plus Steuerdaten plus Standortdaten gleich 1984 mit Excel. Die Genesis Mission in den USA ist der nächste logische Schritt. Offiziell konzentriert sie sich auf wissenschaftliche Daten. Aber die Technologie, die dort entwickelt wird, die American Science and Security Platform, ist genau das Werkzeug, das man für die totale Überwachung braucht. Eine Plattform, die Secure Cloud-Based AI Computing Environments und AI Agents bereitstellt, um riesige Datenmengen zu analysieren und Vorhersagen zu treffen. Ein KI-Forscher kommentierte auf X: Genesis ist nicht nur ein System, es ist das Betriebssystem des neuen globalen Überwachungsstaates. Auf X schlagen Datenschutzaktivisten Alarm. Das ist der feuchte Traum der Technokraten. Wenn alle Daten zentralisiert sind, gibt es keine Privatsphäre mehr. Ein Hack, ein Missbrauch und dein ganzes Leben liegt offen. Ein anderer User kommentiert zynisch: Sie nennen es Genesis, wie die Schöpfung. Aber was sie erschaffen, ist ein Monster. Ein allwissender Staat, der nicht mehr vergisst und nicht mehr verzeiht. Auf Reddit diskutieren Tech-Experten die Implikationen. Klar, für die Krebsforschung ist das toll. Aber dieselbe KI, die neue Materialien entdeckt, kann auch genutzt werden, um Bürger zu profilieren, Verhalten vorherzusagen und Dissidenten zu identifizieren. Es ist Dual-Use-Technologie in Reinkultur. Ein ehemaliger Mitarbeiter des US-Energieministeriums schrieb: Wenn diese Systeme einmal laufen, gibt es keinen Knopf zum Ausschalten, kein Zurück, kein Opt-out. Und auch wenn Trump die digitale ID aus einer Cybersecurity Order gestrichen hat, bleibt die Gefahr real. Das Weiße Haus prüft bereits, wie man Patienten und Versicherer zur Nutzung digitaler IDs zwingen kann. Die Infrastruktur wird gebaut. Die Puzzleteile werden zusammengesetzt. Der Turm wächst, Stein für Stein. Was wir hier sehen, ist der Sieg der Technokratie über die Demokratie. Nicht gewählte Milliardäre wie Ellison und Ex-Politiker wie Blair diktieren die Agenda. Sie wollen Effizienz, nicht Freiheit. Sie wollen Vorhersagbarkeit, nicht Individualität. Sie wollen eine Welt, in der der Bürger nur noch ein Datenpunkt ist, der optimiert werden muss. Auf X schrieb ein Wissenschaftsphilosoph: Die Genesis-Mission ist nicht die Zukunft, sie ist das Ende der Zukunft. Denn echte Zukunft entsteht nur dort, wo der Mensch unberechenbar ist. Die Frage ist: Willst du ein Datensatz in der Cloud von Oracle und der US-Regierung sein? Willst du, dass eine KI entscheidet, welche medizinische Behandlung du bekommst, welchen Job du machen darfst und wie viel Energie du verbrauchen sollst? Oder willst du deine Souveränität behalten? Die Schweiz geht einen anderen Weg. Sie setzt auf Dezentralisierung. Sie hat kein zentrales Melderegister wie Deutschland. Sie hat eine tiefe Skepsis gegenüber staatlicher Datensammelwut. Sie ist der Ort, an dem deine Daten und dein Vermögen noch sicher sind vor dem Zugriff der globalen Technokraten. Ein Schweizer Politologe formulierte es so: Die Schweiz misstraut jeder Machtkonzentration, selbst der eigenen. Das ist ihr Schutzschild. Die Zeit, naiv zu sein und zu glauben, dass Technologie neutral ist vorbei.
Technologie ist Macht. Und diese Macht wird gerade in wenigen Händen konzentriert. Wenn du nicht Teil dieses Experiments sein willst, dann musst du jetzt handeln. Die Zeit, deine eigene Festung zu bauen, ist jetzt. Und hier kommt ein Punkt, den fast niemand sieht und der doch entscheidend ist. All diese Programme zur Zentralisierung von Daten, zur Automatisierung der Überwachung und zur totalen Transparenz schaffen einen völlig paradoxen Nebeneffekt. Während die USA für ihre eigenen Bürger immer technokratischer, datenhungriger und voraussagbarer werden, entwickeln sie sich gleichzeitig, für Menschen wie dich, zum vielleicht letzten großen Finanzplatz, der deine Privatsphäre schützt. Das klingt widersprüchlich, aber es ist Realität. Wer in den USA steuerpflichtig ist, steht im grellen Licht des Systems. Wer dort nicht steuerpflichtig ist, verschwindet im Schatten. Denn die USA haben ein System geschaffen, das auf 2 Ebenen funktioniert. Totale Sichtbarkeit nach innen und nahezu vollständige Abschottung nach außen. Während Europa mit CRS, DAC8, AMLA, digitaler Identität und Echtzeitmeldepflichten den transparenten Bürger erschafft, bleiben die Vereinigten Staaten der einzige große Staat, der diese Daten nicht austauscht. Sie verlangen sie von ihren eigenen Bürgern, aber sie geben sie nicht preis. Für Ausländer bedeutet das, die USA wissen nichts über dich und sie teilen nichts über dich. Keine automatische Vermögensmeldung, keine Konteninformationsübermittlung, keine Offenlegung deiner Investments gegenüber europäischen Steuerbehörden. Die USA haben den automatischen Informationsaustausch nie ratifiziert. Sie nehmen, aber sie geben nicht. Banken, Broker und Fonds in den USA melden nur über US-Personen. Für alle anderen herrscht Stille. Ein Steuerberater aus New York formulierte es einmal so: Die USA überwachen ihre eigenen Bürger und schützen alle anderen. Ein Analyst auf X schrieb kürzlich: Europa baut das Aquarium, die USA den Tresorraum. Und auf Reddit bringt es ein Nutzer auf den Punkt: Wenn du nicht Amerikaner bist, existierst du in den USA nur innerhalb des Systems, aber nicht nach außen. Dieses Paradox hat Folgen. Große Vermögen aus Europa, Asien und Lateinamerika wandern in US-Strukturen ab, nicht aus steuerlichen Gründen, sondern aus Gründen der Privatsphäre. LLCs, Trusts, US-Brokerkonten und Bankverbindungen in Florida, Texas oder Wyoming fungieren als Schutzschicht gegenüber dem europäischen Transparenzwahn. Nicht aus Illegalität, sondern aus Selbstschutz. Nicht aus Steuerflucht, sondern aus dem Bedürfnis nach Autonomie. Während europäische Regierungen jede Transaktion, jedes Depot, jede Bewegung scannen und in Datenströmen zerlegen wollen, bleibt das US-Finanzsystem für Ausländer ein schwarzes Loch. Man sieht hinein, aber nichts kommt heraus. Für amerikanische Staatsbürger ist das System engmaschig und gnadenlos. Für dich ist es ein Schutzschild. Dass ausgerechnet die technokratische Transformation Amerikas diesen Effekt erzeugt, ist eine historische Ironie. Während Washington Programme wie die Genesis-Mission nutzt, um Datenberge zusammenzuführen, investiert es gleichzeitig keine Energie in den globalen Informationsaustausch, weil er Washington keinen strategischen Vorteil bringt. Die USA wollen wissen, was ihre eigenen Bürger tun. Was du tust, interessiert sie nicht. Und sie erzählen es auch niemandem. Für kluge Unternehmer bedeutet das, die USA sind nicht nur ein Wirtschaftsraum, sondern ein sicherer Ort für Privatsphäre, Kapital, Bankbeziehungen und Vermögensstrukturen, vorausgesetzt, man wird dort nicht steuerpflichtig. Wer diese Asymmetrie versteht, hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber denen, die blind in das europäische Transparenzregime hineinlaufen. Und damit wird klar: In einer Welt, die sich in Richtung digitaler Totalüberwachung bewegt, bleiben nur 2 westliche Orte, die echte Privatsphäre und finanzielle Souveränität gewähren: die Schweiz und die Vereinigten Staaten. Aus völlig unterschiedlichen Gründen, aber mit derselben Wirkung: Schutz vor dem Zugriff anderer Staaten. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.